Hallo und herzlich willkommen bei Mädels an die Bässe. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Video gebe ich euch 4 praktische, schnelle und sofort umsetzbare Tipps, die euch helfen, rhythmisch auf den Punkt zu spielen. Und wenn ihr die umsetzt, dann seid ihr groovy as hell. Habt ihr auch schon mal festgestellt, dass es ganz schön viel braucht, um rhythmisch genau auf den Punkt zu spielen und wirklich damit vollkommen zufrieden zu sein, wie ihr so groovt beim Bassspielen? Das ist überhaupt keine Schande, denn selbst Ines, die schon viele Jahre lang Bassistin ist und etliche Songs mit den Broilers zusammen eingespielt hat, ich habe das bei Spotify mal nachgezählt, bin dabei zwar ein bisschen durcheinander gekommen, weil es gibt ja auch Singles, Live-Alben, verschiedene Versionen und so, aber ich bin auf jeden Fall auf über 100 Songs gekommen, die Ines mit den Broilers schon eingespielt hat. Und selbst sie hat mir im Interview gesagt, dass sie öfter noch rhythmische Probleme beim Bassspielen hat. Gibt es denn da vielleicht eine Basslinie, die dir ganz besonders Spaß gemacht hat oder die dich vielleicht auch besonders herausgefordert hat? Irgendwie vielleicht was für dich ein bisschen was Besonderes war? Ja, es gab sogar ein Lied, was jetzt vom Spielerischen gar nicht so anspruchsvoll war für mich, aber vom Groove. Das geht so ein bisschen in die Reggae-Richtung für mich und ich empfinde gerade so Bassspielen in die Richtung immer noch, also da habe ich auch noch Schwierigkeiten. Also das ist sowas, was bei mir wirklich noch auf der Übungsliste steht, immer wieder den Groove ein bisschen zu finden. Und das ist so ein Lied, wo ich auch mich gerne zu Hause hinsetze und sage, na, da kann ich noch ein bisschen üben, das kann noch besser klingen und da kann noch ein bisschen gefeilt werden. Ja, ich habe dann auf Ihre Frage, ob das bei mir auch so ist, zwar geantwortet, dass das eigentlich meist bei mir nicht so der Fall ist, dass ich nicht so starke rhythmische Probleme habe, weil ich zum Beispiel ja auch mal Schlagzeugunterricht hatte und denke, dass ich da vielleicht noch so ein bisschen anderes Gefühl dann für Rhythmus habe. Aber ich muss sagen, als ich jetzt noch mal genauer drüber nachgedacht habe, da ist mir doch aufgefallen, naja, Moment mal, also immer perfekt und immer sattelfest bin ich bei dem Thema definitiv nicht. Allein schon, wenn ich Songs einspiele für den Kanal hier, die Bassspur drüber spiele über einen Song, da fällt mir dann auf, dass ich doch immer mehrere Versuche brauche, bis das Ganze vor allen Dingen rhythmisch wirklich auf den Punkt klingt. Und das ist definitiv nicht einfach. Ja, aber seit ich da selber mehr drauf achte, rhythmisch zu spielen, sind mir so ein paar Tipps aufgefallen, die ich euch mit auf den Weg geben kann, um selber rhythmischer zu werden. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich vor allen Dingen dann unrhythmisch spiele, wenn ich entweder mich, also das, was ich am Bass spiele, gar nicht richtig genug höre, oder auch, wenn ich die MP3, zu der ich spiele, bzw. die anderen Musiker nicht gut genug höre, bzw. die Lautstärkeverhältnisse zwischen beiden nicht so richtig stimmen. Das ist nämlich ganz wichtig, das ganz gut und aufmerksam wirklich beides zu hören, um kleine Abweichungen vom Beat, die man spielt, sofort ausgleichen zu können. Denn mini kleine Abweichungen sind ja auch okay, denn wir sind ja kein Computer. Aber wenn du dich wirklich gut hörst, dann kriegst du das auch hin, das immer wieder auszugleichen. Dazu könntest du dir zum Beispiel Kopfhörer ins Ohr stecken, da hört man das immer am besten. Dann fiel mir auf, dass ich oft erst merke, dass ich etwas unrhythmisch oder etwas rhythmisch unsauber gespielt habe, wenn ich mir die Aufnahme hinterher angehört habe. Und das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp. Nehmt euch zum Üben auch schon mal auf und hört wirklich kritisch hin, bin ich wirklich zufrieden damit, spiele ich da wirklich perfekt rhythmisch. So könnt ihr euch selbst kontrollieren, bevor es vielleicht irgendwann mal bei richtigen Aufnahmen im Studio oder dann auch live wirklich darauf ankommt. Sich auf mehrere Dinge gleichzeitig zu konzentrieren, das können wir ja laut Hirnforschung eigentlich gar nicht, auch wenn wir das manchmal vielleicht denken, aber da springen wir dann eigentlich nur ständig hin und her zwischen den verschiedenen Dingen, auf die wir uns konzentrieren wollen. Und deswegen kann so ein Spielen mit mehreren Musikern und deine eigenen Bassspuren auch dazu schon ganz schön komplex sein und vielleicht auch zu komplex und dich dann überfordern. Und deswegen ist es gut, wenn man einfach sich mal nur auf den Beat und die eigene Basslinie konzentriert. Also wirklich nur mit dem Beat zusammen zu spielen. Das kann man machen, indem man zum Beispiel ganz einfach mit einem Metronom spielt, sich dazu eine App runterlädt oder bei YouTube ein Metronom sucht. Man kann es auch machen, indem man in solchen Programmen wie zum Beispiel GarageBand sich einen Schlagzeuger einfach erstellt und dann macht es natürlich noch mehr Spaß, mit einem richtigen Beat zu spielen. Oder ihr trefft euch auch im Proberaum einfach nur mal mit dem Schlagzeuger eurer Band und sagt mal, hey, wollen wir einfach mal nur eine Zweier-Session machen, die vielleicht eine halbe Stunde geht, vielleicht sogar eine Stunde. Und da werdet ihr merken, das macht richtig Spaß, denn
wenn man nur mal mit der Rhythmusfraktion spielt, dann übt ihr damit, einfach nur mal auf den Beat zu hören und euch zu überlegen, wie reagieren wir eigentlich aufeinander. Ja, spielen wir eher so genau deckungsgleich aufeinander, was Spaß machen kann, oder spielen wir so ein bisschen gegeneinander, sogar manchmal auch rhythmisch. Und so werdet ihr euch auf jeden Fall weiterentwickeln und werdet auch eine gute Verbindung mit eurem Schlagzeuger schaffen. Der 4. Punkt, also intuitives Spielen ist auf jeden Fall cool, und das mache ich ja auch ganz viel auf dem Kanal, dass ich euch immer mal erzähle, wie ihr auch intuitiv oder mit ganz wenigen Regeln, mit ganz wenig Theorie auch toll Bass spielen könnt. Aber beim Thema Rhythmus würde ich euch trotzdem, wenn ihr euch da verbessern wollt, mal raten, euch trotzdem auch mal mit Notenwerten, mit Taktarten und Pausen und sowas auseinanderzusetzen. Denn das immer nur gefühlt zu machen, das ist gut, wenn man das kann, aber es gibt euch mehr Sicherheit und mehr Hintergrund dazu, dass ihr mehr wisst, was ihr da eigentlich gerade spielt oder was der Schlagzeuger da gerade spielt, wenn ihr vielleicht mal wisst, okay, das ist jetzt ein 5/4-Takt oder das ist jetzt gerade eine Pause, die da eingebaut ist, oder das ist eine Triole, die ich da spiele. Dann könnt ihr da bewusster mit umgehen und auch beim eigenen Schreiben eurer Basslinien bewusster mit der Rhythmik spielen. So, das waren schon meine 4 schnellen Tipps für euch, um rhythmisch besser auf den Punkt Bass zu spielen. Und im nächsten Video, da werde ich das mal machen, dass ich näher darauf eingehe, was gibt es eigentlich für Taktarten, was gibt es eigentlich für Notenwerte und wie erkennt man das Ganze eigentlich in der Praxis, beziehungsweise wie kann man es für sich nutzen und anwenden. Ich freue mich drauf, ich hoffe, das ist ein cooles Thema für euch und bis zum nächsten Mal.